Hallo zusammen, wir haben am Montag endlich herausgefunden, wie das warme Wasser funktioniert. Warmes Wasser. Also eigentlich haben wir ja, wie schon letztes Jahr, für 2 Wochen auf Moldawien wollen, in einen Sommereinsatz. Aber aufgrund von Corona haben wir nicht gehen. Per Zufall in einem Beitrag gesehen, dass sie hier für das Flüchtlingscamp unbedingt hier Hilfe brauchen. Und dann vor etwa 1,5 Monaten entschieden, dass wir da hingehen, uns ganz spontan angemeldet. Und jetzt sind wir hier. Und es geht uns vor allem auch darum, warum wir so humanitäre Einsätze machen, ist einfach auch, weil es uns in der Schweiz halt wirklich gut geht. Und wir möchten wie etwas so zurückgeben und unseren Kindern einfach auch andere Kulturen zeigen. Jetzt hier im Camp können sie nicht mitgehen, in Moldawien dürfen mithelfen. Und wir können viel mit Kindern spielen. Genau, Anna. Aber bevor wir am Montag in 2 Tagen rauskommen, haben wir ja zuerst noch die 2. Quarantänewoche überstehen. Und das ist eigentlich recht gut gegangen. Wir haben viel miteinander gespielt, ich habe gearbeitet und wir haben Homeschooling halt weitergemacht. Aber man hat sich schon angemerkt, dass es anstrengend ist. Also, gerade als Eltern hat man halt einfach die ganze Zeit präsent sein und wie so ein bisschen spüren, halt, wenn die Stimmung anfängt überzukippen. Viel mehr als wir das die haben müssen. Und ich verstehe wirklich auch all die Risikogruppen, Leute, die so lange daheim bleiben oder empfohlen ist, daheim zu bleiben. Man kann nicht raus einkaufen, man ist wirklich auch ein bisschen nutzlos und halt auch das Isoliertsein, das kein direkter Kontakt. Also man freut sich wirklich über jedes direkte menschliche Wort vom Nachbar, der irgendwie ihm nur grüßt oder so. Man saugt es richtig auf in einen Schwamm. Und man wird halt auch richtig faul. Also. Das ist mir vielleicht noch ein bisschen mehr so gegangen, weil ich eigentlich die ganze Zeit am Laptop gehockt bin und gearbeitet habe in den letzten 2 Wochen. Und ich bin richtig körperlich träge geworden. Also, seit man weiss, es ist mir aufgefallen, bin ich am Arbeiten am Laptop und das Wasserglas war vielleicht 1 Meter weg gewesen. Und ich war so voll, ich bin nicht mal mehr aufgestanden. Ich einfach, ich kann in einer Stunde noch trinken gehen. Was machst du jetzt schon wieder? Glück! Ich bin am Kochen. Ich bin am Essen! Und so bei der Beziehung, jetzt wieder in der Quarantäne, vermisst man natürlich manchmal auch sehr viele Freunde. Weißt du, zum Beispiel in einem anderen Quartier wohnen oder in einem anderen Haus oder weit weg. Und man darf ja keinen Kontakt haben. Genau, und jetzt freust du dich darauf, dass du nachher mit den anderen Kindern draussen spielen. Ja, und die eine heisst Tatjana, ist ein grosses Mädchen. Ich habe heute ein kleineres Mädchen kennengelernt. Und darum waren wir froh, als wir dann am Mittwoch Nachricht bekommen haben, dass wir endlich wieder raus dürfen. Wir dürfen zwar keinen Kontakt haben zu anderen Leuten, und das heißt, raus dürfen. Und das haben wir sehr genossen. Und dann haben wir einen kleinen Rundgang gemacht ins Dorf als erstes. Und hier jetzt wirklich überall kleine, herzige Häuschen. Enge Strassen, die Häuser sind schön farbig, also wirklich in allen möglichen Farben kann man hier ein Haus anmalen. Und es ist wirklich sehr schön und gleichzeitig hat es halt auch leerstehende Häuser oder kaputte Häuser. Es hat so ein bisschen beides hier im Dorf. Aber die Menschen sind wirklich sehr, sehr freundlich hier. Also es ist auch schön. Da sind wir bei so einem Aprikosenbaum vorbeigelaufen und dann ist die Frau gesagt, Aprikose. Also, ich glaube, die haben viel Aprikosen und weiss richtig verschenken. Also sie sind sehr gastfreundlich hier. Und am nächsten Tag sind wir ins Meer gegangen. Das ist etwa von hier aus mit den Kindern 20 Minuten laufen. Und für Abend ist das super gegangen. Sie waren voll motiviert, eben wieder gesprungen wie Geissli. Und haben sich mega gefreut. Der Ruben hat immer gesagt, oh, die grosse Badi. Und das war wirklich die grosse Badi. Und sie haben es mega genossen, dort im Meer, im Zendeln, alles. Und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Und aus diesen 20 Minuten Mittagssonne, Hunger, sind dann 40 Minuten geworden. Und sie haben wirklich die ganze Zeit gesagt, Mama Hunger, Mama ist noch etwas anderes. Mama, ich mag nicht mehr laufen. Ja, so das, was halt Mütter kennen. Also, wie geht es jetzt hier weiter? Wir haben mit einem geredet, der jetzt schon im Camp arbeitet, und gefragt, ja, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt hier anfangen. Und er hat gesagt, das kannst du dir
gar nicht wirklich vorstellen. Von dem her, das wird spannend. Am Montag hast du den ersten Tag. Genau, am Montag gehe ich als erstes ins Camp, das erste Mal. Und ich bin gespannt, wie es eben wird sein. Und dann werde ich voraussichtlich 3 Tage arbeiten, dann schafft er 3 Tage und dann haben wir zusammen einen Tag zusammen frei. Genau. Also konkret bedeutet das, du gehst jetzt 3 Tage arbeiten. Du kannst nicht bökeln, während wir aufnehmen. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Also sprich, ich tue 3 Tage zu den Kindern, du gehst arbeiten, nachher gehe ich arbeiten, nachher kannst du aufräumen, putzen und posten gehen. Es ist dann jetzt schon lange kein WC-Papier mehr. Stimmt. Nein, natürlich nicht. Wir teilen uns die Aufgaben, sprich, du kochst, ich esse. Was? Tschüss Tschüss zusammen, zusammen. macht's gut! Bis nächste Woche.